Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Häkeln mit Elli. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie so ein Korb aus Rattanmuster gehäkelt wird. Das ist einmal der Deckel und der Korb selber. Und das ist auch mal die Innenseite und der Boden. Für diesen Korb habe ich 2 Knolle von Textilgarn benutzt und das ist Rest von dem zweiten Knoll. Ich sage mal so, dass dieser Muster richtig viel Textilgarn beim Häkeln wegnimmt. So, ich sage noch mal schnell die Masse, und zwar der Deckel hat den Durchmesser von 21 cm, der Korb hat den Durchmesser von 19 cm und die Höhe ist 15 cm. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, so einen Korb zu häkeln. Für den Körbchen habe ich genommen Textilgarn. Ich habe 2 solche Rollen vorbereitet. Dann 2 Häkelnadeln, eine in 4,5 und den Holzboden umhäkeln, eine Häkelnadel Nummer 5, Muster zu häkeln, Schere, Faden abzuschneiden und 2 Holzboden. Da ich 2 unterschiedliche Holzboden habe von unterschiedlichen Herstellern, und zwar der oben liegt, hat jetzt den Durchmesser von 15 cm und der mit der Eule hat den Durchmesser von 16 cm. Dann wollen wir loslegen und Körbchen mit Rattanmuster zu häkeln. Wir beginnen jetzt den Boden umhäkeln, und zwar ich habe so einen Holzboden, der von einer Seite so aussieht und von der anderen Seite so aussieht. Wenn ich später meinen Korb aufmache, möchte ich, dass diese Seite zu sehen ist und nicht die Seite. Das heißt, ich muss das einmal umdrehen und anfangen, die erste Reihe zu häkeln am Boden, und zwar das ist die Kettmaschenreihe. Ich nehme meine Häkelnadel 4,5, lasse ungefähr 10 bis 15 cm das Endstück und später die Reihen zu verbinden. Ich gehe dann in die erste, egal welche Öffnung, hole mir den Faden, mache so die erste Masche. Und dann in jede Öffnung eine Kettmasche häkeln. Und so machen wir es weiter bis Ende der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen, bei der letzten Öffnung, gehe ich mit der Häkelnadel rein und nehme mir jetzt das Endstück und ziehe durch die Öffnung und die Schlinge. Dann gehe ich mit der Häkelnadel unter diesen beiden Faden und ziehe den Faden dann unter durch, und von der Rückseite gehe ich hier rein, dass die Häkelnadel hier zwischen kommt, hole mir den Faden und ziehe auf die Rückseite. So, Kettmaschenreihe ist jetzt beendet und ich beginne mit der zweiten Reihe. Und zwar
Ich werde jetzt jede zweite Öffnung verdoppeln. Wenn ihr genau wissen wollt, wieso man das macht, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Video, wo ich genau erkläre, wie man bei den runden oder bei den eckigen oder bei den geraden Boden die Maschen verdoppelt. Also, ich lege jetzt den Faden mit den gerollten Seiten so nach oben und beginne erste Masche zu häkeln. Hol mir den Faden und ziehe auf die Rückseite. Mach die erste Masche. Dann die zweite. Und die dritte Öffnung werde ich verdoppeln. Dann wieder 2 einzelnen Maschen und verdoppeln. Wieder 2 einzelnen Maschen und verdoppeln. Und so häkelt ihr bis Ende der Reihe. Bis Ende der Reihe angekommen, und zwar, ich habe jetzt zwischen den Verdoppelungen 4 einzelnen Maschen, die ich noch 2 nachhäkeln muss. Also ich mache jetzt nach der letzten Verdopplung noch 2 einzelnen Maschen und ich mache noch eine Verdopplung bei der ersten Masche. Also noch 2 einzelnen Maschen und die letzte Masche mache ich da, wo die erste Masche war. Dann nehme ich das Endstück, ziehe durch die beiden Schlingen durch, gehe ich hier unter durch, hole den Faden, ziehe nach vorne und jetzt von der Rückseite gehe ich hier durch, hier, hole den Faden und ziehe dann auf die Rückseite. So, die zweite Reihe ist jetzt auch beendet und von der Seite sieht es so aus. Wir beginnen jetzt mit Rattanmuster, und zwar die erste Reihe. Wir häkeln jetzt in jede Masche eine Masche, und zwar hier könnt ihr sehen, dass hier eine Kette entstanden ist. Wir gehen mit der Häkelnadel zwischen und auf der Rückseite haben wir noch so eine Schlinge. Unter diesen beiden Faden muss die Häkelnadel durch. Also nochmal, hier ist die Kette, gehen
in die Mitte und dann holen uns die Schlinge von der Rückseite. Und so häkeln wir erstmal die erste Reihe. Wir beginnen mit der ersten Reihe von den Rattanmuster, und zwar, jetzt nehme ich das Endstück zur Seite und den werden wir auch dann reinhäkeln. Arbeitsfaden lege ich mit den gerollten Seiten nach oben. Und zwar, ich mache erstmal eine feste Masche. Also ich gehe unter diesen beiden Schlingen durch. Das Endstück ist oben, hole mir den Faden und mache erstmal eine feste Masche. Und jetzt beginnen wir mit dem Muster. Gehen durch, unter diesen beiden Schlingen, holen den Faden und ziehen nach vorne. Die beiden Schlingen sollen gleiche Höhe haben. Dann nehme ich die Häkelnadel raus, mit dem Finger, mit dem Daumen halte ich diese Schlinge fest. Gehe ich mit der Häkelnadel, also von der anderen Seite rein, durch diese Schlinge, hole mir den Arbeitsfaden und ziehe durch beiden durch. Und dann mache ich eine Luftmasche. So, nochmal die nächste Masche. Hier rein auf der Rückseite. Diese Schlinge mitnehmen. Faden holen. Darauf achten, dass die beiden Schlingen gleich sind. Dann Häkelnadel rausnehmen. Mit der Häkelnadel gehe ich von der anderen Seite durch die beiden Schlingen durch und mit Daumen halte ich diese Schlinge fest, dass sie mir nicht wegrutscht, nicht verkürzt oder länger wird. Dann nehme ich diesen Faden, der jetzt auf diese Seite ist, und hole mir hier durch. Und dann mache ich eine Luftmasche. Und achte natürlich darauf, dass die beiden auch gleiche Länge und gleiche Höhe haben. So, nochmal. Die nächste Masche unter diesen beiden Schlingen durch, Faden holen, mit dem Finger festhalten, Häkelnadel rausholen, von der anderen Seite reinstecken und den zweiten, diesen Faden durch den ersten ziehen und eine Luftmasche. Dann wieder durch unter beiden Schlingen, Faden holen, mit dem Finger festhalten, Häkelnadel von der anderen Seite reinstecken und diesen Faden durch diese Schlinge ziehen
und eine Luftmasche. Unter beiden Schlingen durch, Faden holen, mit dem Finger festhalten, Häkelnadel raus, von der anderen Seite gehen, beiden Schlingen holen und eine durchziehen und eine Luftmasche. Und so häkelt man dann die ganze Reihe. Wichtig ist, dass die Masche, die ich mit dem Finger festhalte, nicht länger und nicht kürzer wird. Dass die alle gleiche Höhe haben. Wenn man das Prinzip eigentlich verstanden hat, wie es gehäkelt ist, dann geht es relativ leicht. Und so häkeln wir dann bis Ende der Reihe und am Ende zeige ich, wie das beendet wird mit nahtlosen Übergang für die nächste Reihe. So, bis Ende der Reihe häkeln. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und zwar mache noch die vorletzte Masche, genauso wie ich davor gemacht habe. Mache eine Luftmasche. Und ich bin jetzt an der Stelle angekommen, wo unsere erste feste Masche war. Und zwar, ich muss die Reihe genauso beenden, wie unser Muster ist. Ich gehe da, wo die erste Masche war, diese feste Masche, mit der Häkelnadel durch, holen mir den Faden. Genauso wie alles anderes. Dann halte mit dem Finger die Masche fest und ziehe hier durch. Diesmal mache ich aber keine Luftmasche. Ich beende jetzt mit nahtlosen Übergang und zwar, ich schiebe diese Masche zur Seite. Hier kann man noch ein bisschen was von der festen Masche sehen und hier ist so eine Luftkette, die wir gemacht haben. Dann nehmt die Häkelnadel raus und da sind ja zwei Schlingen und ich gehe nur unter eine, die obere Schlinge durch. Nehmt diesen Endstück auf die Häkelnadel drauf und ziehe auf die Rückseite. Wenn die letzte Masche ein bisschen länger wird, weil wir die ja auch jetzt momentan nicht festgehalten haben, können wir den Faden auch ein bisschen verkürzen. So, und dann mache ich gleich eine Luftmasche. So haben wir jetzt die erste Reihe beendet. So sieht es aus.
Umso höher wir häkeln, umso später wird die Wand dann nach oben so gehen. Wir beginnen mit der Reihe Nummer 2. Die wird ein bisschen leichter gehäkelt, und zwar, wir gehen jetzt mit der Häkelnadel immer zwischen diesen beiden Faden rein. Das ist sehr einfach. Die geht von der Rückseite sehr, sehr einfach raus, und zwar auf der Rückseite könnt ihr diese V sehen, ne? Zwischen diese V kommt die Häkelnadel raus. Okay? Also die zweite Reihe und die Reihe danach, die werden alle gleich mit so einem nahtlosen Übergang beendet und fängt genauso an, wie ich jetzt zeige. So, ich gehe dann zwischen diesen beiden mit der Häkelnadel rein. So. Holen wir den Faden. Nochmal, das war falsch. So, jetzt ist richtig. Hier raus. Wenn ich sehe, dass der Faden sich hier auch verdreht hat oder so, ich ziehe den Arbeitsfaden hin und her und mache die Masche so, wie sie es mir gefällt. Dann halte ich wieder mit dem Finger fest, gehe von der anderen Seite rein mit der Häkelnadel, hole diesen Faden, ziehe durch und mache eine Luftmasche. Dann die nächste Masche. Mit dem Finger festhalten, durch und diesen Faden nach vorne ziehen und Luftmasche. Gehe ich unter durch. Und eine Luftmasche. Achte wieder darauf, dass alle Maschen hier lang sind, also gleiche Länge haben. Nochmal zu erklären, wir haben ja zwischen diesen Maschen auch eine Luftmasche gemacht. Wir gehen einfach unter durch, also diese Öffnung, die ist richtig gut zu sehen. Unter durch gehen wir. Zwischen diese V kommt die Nadel raus und dann ziehen uns den Faden nach vorne, halten wieder mit dem Finger und ziehen den Faden unter durch und machen gleich eine Luftmasche. Und so häkeln wir dann bis Ende der Reihe. Okay, und dann häkeln wir bis Ende der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen, mache ich jetzt noch die letzte Masche. Dann noch die Luftmasche.
Und hier ist die Stelle da, wo wir die Reihe verbunden haben und durch. Man kann ja auch richtig schön mit der Häkelnadel durchgehen. Auf der Rückseite sieht es so aus. Faden holen. Also nochmal. So, Faden holen und da durchgehen. Und hier schließen wieder mit nahtlosen Übergang die Reihe ab. Wir schieben diese Masche einmal zur Seite, nehmen die Häkelnadel raus, machen aber zum Schluss hier keine Luftmasche. Dann, hier kann man auch, wenn man das zur Seite schiebt, querliegende Masche sehen. Ich gehe mit der Häkelnadel hier oben durch, also ich greife nur die obere Schlinge, nehme dann diese Schlinge auf die Häkelnadel rauf, ziehe ich hier nach hinten, achte darauf, dass diese Masche nicht kleiner wird. Wenn ja, dann kann man noch zum Schluss ein bisschen rausziehen und macht dann die feste Masche. So ist die zweite Reihe beendet und man kann ja auch schon die Wände so nach oben nehmen. Beginnen mit der Reihe Nummer 2. Diese Reihe wird genauso anfangen wie die zweite Reihe und die Reihen danach genauso. Gehe jetzt in die nächste Öffnung rein. Hier geht die Nadel von der Rückseite wieder durch die V durch. Holen mir den Faden. Ziehen und die erste Luftmasche machen. Und so häkeln wir dann weiter, Reihe zu Reihe, die gewünschte Höhe. Und achtet bitte darauf, dass alle diese Maschen gleiche Höhe haben. Sonst, wenn das nicht so gleich ist und nicht die gleiche Höhe ist, dann wird eine Seite dann von dem Korb höher sein, die andere dann niedriger. Also achtet bitte darauf, das ist sehr wichtig. Und nicht vergessen, zwischen den Maschen eine Luftmasche zu ziehen, außer die letzte Masche, wo wir die Reihe verbinden. So, dann einfach die gewünschte Höhe weiter häkeln und ich zeige, wie ich dann Abschluss mache. Und solange die Wände noch ganz klein sind, kann man ja auch die Endstücke hier abschneiden. Ich habe jetzt den Köpfchen weiter gehäkelt und zwar habe ich 17 Reihen hochgemacht. Ich möchte jetzt die vorletzte Reihe machen und zwar ich beende jetzt die Reihe genauso wie ich jetzt angefangen habe. Dann gehe ich mit der Häkelnadel raus aus der Schlaufe und gehe hier unter durch. Hole mir den Faden.
Diese Schlinge packe ich wieder auf die Häkelnadel oben drauf und mache die erste feste Masche. Diese Reihe mache ich nur ganz normale feste Maschen in jede Masche. Einfach in jede Masche eine feste Masche häkeln. Und so geht bis Ende der Reihe. Die Reihe ist jetzt auch beendet und ich mache jetzt die letzte Reihe, und zwar die Kettmaschenreihe. Ich nehme die Häkelnadel weg, nehme den Arbeitsfaden und wickel 5-mal um den Körbchen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Dann schneide ich den Faden ab. Nehme die Häkelnadel, ziehe dann Faden hier raus und schließe dann die Reihe mit nahtlosem Übergang mit diesem langen Endstück. So, die Reihe ist jetzt beendet und beginne mit Kettmaschenreihe. Ich gehe in die nächste Masche rein, hole mir den Faden und fange die Kettmaschen zu häkeln. Und so mache ich dann die ganze Reihe. Die Reihe ist jetzt auch beendet. Also das Endstück rausziehen und mit nahtlosem Übergang auch diese Reihe beenden. Also ich nehme die kleinere Nadel. So, der Körbchen ist jetzt komplett fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so lassen. Oder wir machen, wie ich es vorgenommen habe, Deckel dazu. Und ich werde auch das Endstück erstmal hier auf der Rückseite verstecken und nochmal mit dem Dampfbügeleisen das einmal ins Form bringen. Gut, dann beginnen wir jetzt mit dem Deckel. Ich beginne jetzt mit dem Deckel. Die erste Reihe oder die Kettmaschenreihe habe ich schon gemacht. Und die erste Reihe beginne ich gleich mit dem Muster. Und zwar, ich werde dann jede 4. Öffnung verdoppeln. Ich zeige es auch, wie denn mit dem Muster gemacht wird. Dieser Endstück, was hinten ist, wird nachher hier einfach reingehäkelt. Wir machen zuerst, wie gewohnt, die erste normale feste Masche und dann beginnen gleich mit dem Muster. Und eine Luftmasche. Also das ist die erste
zweite. Dritte und die vierte Öffnung werde ich verdoppeln. Das heißt, in diese vierte Öffnung häkle ich dann 2 solche Maschen. Also einmal und in die gleiche Öffnung zweite Masche häkeln. Also jetzt habe ich hier einmal die Masche verdoppelt. Dann häkel wieder 3 einzelne Maschen und eine Masche verdoppeln. Also jede vierte Öffnung verdoppeln. 1, 2, 3 und die nächste Öffnung dann verdoppeln. Und die Luftmasche. Und so häkele ich bis Ende der Reihe und dann zeige ich, wie bei mir am Schluss geworden ist, wie viele Maschen ich verdoppeln muss am Ende. So, die Reihe habe ich jetzt beendet und zwar bei mir war es 3 Maschen verdoppeln, 3 Maschen verdoppeln bis Ende der Reihe. Und am Ende habe ich auch wieder 3 einzelne Maschen und da, wo wir die feste Masche gemacht haben, werde ich einfach nur verdoppeln. Einmal und zweimal. Die Reihe schließe ich genauso ab wie bei den Körbchen und dann fange ich mit der nächsten Reihe an und zwar die nächste Reihe möchte ich auch einmal verdoppeln, weil ich brauche dann die Breite. Und das nachher, wenn wir also Deckel auf den Korb so oben drauf haben, dass das bedeckt ist. So, die nächste Reihe verdoppeln und zwar, ich werde die Verdopplung nicht da machen, wo es die Reihe davor war. Ich mache jetzt ein bisschen anders, dass die Deckel nachher auch rund bleibt und da, wo die Verdopplung in der vorjährigen Reihe war, entsteht dann die Ecke und das möchte ich vermeiden und zwar, ich mache jetzt Folgendes, mache dann die Luftmasche und die erste Masche. So, 1 und dann mache ich noch eine. Und danach werde ich verdoppeln. Also ich mache erstmal 2 feste Maschen, einmal verdoppeln.
So sieht es aus. Und da, wo die Verdopplung war, hier ist es, gehe ich zwischen und mache dann eine Masche. So sieht es aus und dann mache ich wieder 1, 2, 3 feste Maschen oder diese Maschen und bevor die Verdopplung kommt, verdoppel ich hier dann die Maschen. Zeige ich nochmal. Also einmal, zweimal, dreimal und jetzt kommt die Verdopplung. So, und so mache ich dann bis Ende der Reihe. Dann schließe ich die Reihe genauso ab, wie die Reihen davor waren und häkel noch 2 Reihen ohne Verdopplung. Also diese Reihe beenden und dann noch 2 Reihen ohne Verdopplung häkeln. Den Deckel habe ich jetzt schon zu Ende gemacht, wie ich schon davor gesagt habe. Wir haben 2 Reihen mit Zunahmen gehäkelt. Dann habe ich 2 Reihen ohne Zunahme gemacht. Dann, wie bei den Korb, eine Reihe mit feste Maschen und eine Kettmaschenreihe. Ich dachte, das wiederholt sich und ich habe es dann nicht mit euch mitgehäkelt, weil das gleiche ist, wie das auf dem Korb war. So sieht dann Deckel aus, biegt sich auch leicht nach innen. Ich habe dann Körbchen schon durchgebügelt, also in richtige Form gebracht. So sieht es von innen aus. Das ist die Reihe, wo ich die Reihen verbunden habe. So sieht es mal aus. Und der Korb von Außenseite, hier kann man leicht erkennen, wo die Reihen verbunden waren. Und so sieht dann der Korb selber aus. Dann mache ich jetzt Deckel oben drauf und es passt richtig gut. Ich gebe euch noch die Masse und zwar der Deckel war 16 cm Durchmesser, jetzt ist der geworden 21. Der Korb hat die Höhe von 15 cm und der Durchmesser von dem Korb ist 19 cm. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr auch so einen Korb nachhäkeln könnt. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!